Ja, ist schon eine Weile her, seit letzten Sun-Gazing Sonnen-Yoga-Rezension. Das waren bei ungefähr 15 und bei ungefähr 30 Minuten. Jetzt hat sich das einiges sich getan seitdem, denn ich praktiziere nicht mehr Sun-Gazing allein, sondern auch Schrägstrich Sonnen-Yoga, was für mich Sun-Gazing beinhaltet, nur eben befreit ist von bestimmten Grenzen, nämlich es gibt nämlich keine Obergrenze, wie lange man meditieren darf, also nicht nur 45 Minuten, sondern auch wesentlich länger, und man muss auch nicht in den ersten und letzten Sonnenstunden meditieren, man kann auch außerhalb diesen Zeiten praktizieren, weil die Technik einem was beibringt, wie das eben dort möglich wird. Das ist schon eine Weile her und ich war auch unterwegs in Indien, Indonesien, konnte also den Winter auch sonnig verbringen und deswegen auch weiter praktizieren. Das wäre in Deutschland nicht mit Sicherheit nicht so gut gelungen. Und das war auch meine Absicht, um noch mehr herauszufinden und Menschen kennenzulernen, die das halt schon seit mehreren Jahren praktizieren und was sie so erlebt haben. Und was auch mir währenddessen so passiert ist. Mir sind ein paar Dinge aufgefallen, vielleicht vorweg, für die halt schon fortgeschrittener Sun-Gazing praktizieren. Das heißt so ab 30 Minuten aufwärts. Denn für mich ist es so das Protokoll, das heißt diese 10 Sekunden addieren bei Sonnentagen gilt in dem Fall nur, wenn man eben keine Intuition hat. Dann ist es nämlich der sicherste Weg. Wenn man eine Intuition hat, das heißt man spürt, man würde gerne länger reingucken und man spürt, es ist halt auch gerade sehr leicht und es wäre jetzt richtig, jetzt länger reinzugucken und zwar unabhängig von der Uhr, also unabhängig von der Zeit, dann sollte man dem folgen. Denn dann kann Dinge gerne passieren, wenn man dann nach Uhrzeit aufhört, obwohl das Gefühl war, ich würde gern länger und das fühlt sich auch gut an, gerade länger zu praktizieren, dass dann so ein Gefühl von Traurigkeit kommt von einem Teil von einem, weil man weiß, man hätte eigentlich wesentlich mehr machen können. Genauso gut muss man aufpassen, dass man da nicht zu viel macht. Denn es kann sein, jeder Tag ist anders, man hat eine andere mentale Verfassung, man hat ein anderes Wetter, auch die Sonnenstrahlung ist jeden Tag verschieden. Das kann sein, dass man vielleicht gestern 30 Minuten machen konnte und am nächsten Tag vielleicht nur 20 schafft und den Tag danach vielleicht schon 100. Das ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich pro Tag. Man muss halt spüren, wie viel passt jetzt in das Gefäß Körper, Geist, Seele gerade hinein an Energie, die ich da durch die Sonne aufnehme. Und das ist jeden Tag etwas anders. Und da ist die Intuition sehr wichtig, dass man nicht zu viel tankt, weil was überschwappt, was zu viel Energie da ist, macht gerne einen Rückstau. Dann sollte man aufhören, sonst kriegt man ein Problem, einen Schaden. Und wenn man das aber zu wenig tankt, als man hätte tanken können, ist es einfach nur eine Bremse auf dem Entwicklungsweg, der unnötig ist. Und den merkt man auch. So habe ich mich entschieden, mehr in die Intuition zu folgen. Das kam dann von nach und nach von ganz alleine. Das heißt, ich habe gespürt, es ist gerade ganz leicht reinzugucken. Mein Wecker hat geklingelt, ich hätte eigentlich aufhören müssen, aber es macht gar keinen Sinn, weniger reinzugucken. Und ich weiß auch schon, was passiert, wenn man das zu überspannt, den Bogen, also zu egoistisch und zu ehrgeizig das Ganze angeht. Dann passiert, dass man gerne Kopfschmerzen bekommt, brennende in den Augen, zu mir noch wesentlich mehr Tränen fließen und auch kalte Füße bekommen und solche Geschichten. Dann weiß ich, es war jetzt einfach gerade zu viel. Also wusste ich mache einfach mal weiter und gucke, was passiert. Und es war sehr einfach und ich habe einige Zeit addiert und plötzlich waren das 10 Minuten mehr, als ich hätte tun dürfen. Und es war an dem Tag auch richtig. Und ich habe natürlich gedacht, ein bisschen über den Bogen gespannt, ich dürfte am nächsten Tag dann auch da beginnen und noch mehr machen. Und das war der Fehler. Dann habe ich auch entsprechend gemerkt, dass es so nicht funktioniert, sondern dass jeder Tag einzigartig dann ab dem Zeitpunkt ist, wo man dann wirklich merkt, ab wann ist es genug. Das ist sehr, sehr essentiell. Und es hat sich dann so weit ausgeweitet, dass ich über die Zeit hinaus meditiert habe, weil ich habe noch Vipassana-Meditation gemacht, für mich persönlich 8 Tage lang bei einem Freund in der Wohnung in Berlin. Das heißt, der Geist war schon sehr ruhig und ich habe gemerkt, ich kann wesentlich länger reinschauen, als das Protokoll zulässt. Und ich war schon über 45 Minuten hinaus. Und habe dann gemerkt, plötzlich wird die Sonne relativ grell und ja, hell auch. Und ich habe gedacht, das liegt daran, weil sie halt höher steht. Habe dann irgendwie instinktiv, intuitiv den Kopf abgesenkt und mir durch die Wimpern hindurch geschaut, dass ich sie gerade noch sehen konnte. Aber dann ging es plötzlich wieder. Meinte ich, ja gut, wenn es dann so geht, dann mache ich weiter, dann muss ich ja nicht unbedingt aufhören. Habe dann weiter die Sonne beobachtet beim Aufsteigen und irgendwann nach einer ganzen Weile aber war sie wesentlich höher. Aber innerhalb von 1, 2 Sekunden hat es anscheinend irgendwie umgeschaltet. Keine Ahnung wieso. Und ich konnte wieder einfach direkt reingucken. Ich habe mich gewundert, wie kann das denn sein? Vorher ist sie tiefer und es ist anstrengend, dann ist sie höher und ich kann plötzlich direkt reingucken. Das fand ich etwas eigenartig. Und mir ist halt auch dann noch später was Folgendes passiert, dass ich in die Sonne schaue und plötzlich merke, ups, ich atme ja gar nicht. Und dann kamen 2 Sachen hoch, irgendwie vor wegen erstmal, okay, ich könnte jetzt Panik schieben, weil man muss ja atmen zum Überleben. Und ein anderer Teil von mir meinte, nee, wieso? Die geht's ja gut, mal gucken, was passiert. Okay, mal gucken, was passiert. Und mein Atem blieb so 15 Minuten lang etwa weg. Und dann hat er ganz langsam wieder angefangen, ganz sanft. Und mein Geist, habe ich gemerkt, war in dem Augenblick auch extrem still. Und die Sonne war sehr einfach reinzugucken. Das fand ich auch etwas eigenartig, woher das denn eigentlich kommt. Und
dann wusste ich, es gibt noch mehr, als man beim Sungazing, beim Hira lernen kann. Es machte auch logisch keinen Sinn, warum man bei 45 Minuten aufhören muss und 46 plötzlich einen Schaden verursachen. Das macht logisch überhaupt nicht den mindesten Sinn, weil man Vertrauen darin gewinnt, dass es halt gut für einen ist. Und durch die eigene Praxis, die man ja jahrelang schon gemacht hat, um dahin zu kommen. Und habe dann gesucht, wen finde ich denn dazu? Da musste jemanden geben, nicht nur ich, der da die Fragen sich gestellt hat. Hat dann ein Bild gefunden online von einem Yogi, der halt Mittagssonne mit offenen Augen reinschaut. Und ich so, okay, der muss es wissen. Wenn es der nicht weiß, dann weiß ich nicht weiter. Dann muss ich selbst rausfinden. Und war sehr euphorisch und dachte, okay, den fliege ich sofort runter nach Indien und werde von dem lernen. Dachte mir, was für ein Quatsch. Also ich könnte auch einfach ihn einfliegen lassen, weil der Flug ist vom Post, die Kosten das gleiche. Und vielleicht will nicht nur ich das lernen. Und habe dann auch einen Vorteil daraus für andere. Und er hat noch ein bisschen die Welt gesehen und konnte seine Lehre verbreiten. Und er hat eingewilligt, war sofort sehr, sehr offen und auch sofort zurückgemeldet. Das fand ich sehr toll. Ja, und dann war er halt hier, letzten Herbst 2011, hat den ersten Workshop gegeben. Ich dachte mal, ich frage mal gar nichts mehr nach, weil ich will ja nicht irgendwie einen Floh ins Ohr setzen, sondern mal gucken, was er zu erzählen hat. Ich werde nicht meine Erlebnisse berichten vorher. Und dann hat er erzählt, ja, wenn man so und so reinschaut, passiert das und das. Und dann, wenn man so reinschaut, in dem Winkel der Sonne, dann ist das Feuerelement angesprochen. Es wird dann sehr anstrengend werden, sehr heiß werden, sehr grell werden. Und plötzlich im nächst höheren Winkel, was dann passiert, dann kommt der Wasserwinkel, der Luftwinkel. Und dann wird es plötzlich ganz einfach werden, wieder reinzugucken. Und ich so, ja genau, das ist mir passiert. Und plötzlich wurde es wieder ganz leicht. Und es machte aber so keinen Sinn von den bisherigen Erklärungen, die ich so mir eingebildet habe. Oder mal herleiten können. Und dann meinte er auch, ja, wenn du dann in dem Winkel meditierst, weil ich auch da einen anderen Tag gemacht habe, dann wirst du auch merken, dass du nach und nach den Atem vergisst und sogar dein Atem aufhören wird komplett. Das wäre eine höhere Stufe. Und ich so, ja genau, das ist mir auch passiert. Also muss er wissen, wovon er spricht, weil er genau das gleiche lebt wie ich auch. Und dann fing er an zu erzählen, was danach noch alles geschehen kann und was die nächst höheren Stufen sind. Und da dachte ich, gut, das werde ich ausprobieren. Auch da nicht einfach blinden Glauben schenken. Nur das Vertrauen war sehr hoch, weil er hat das gleiche berichtet, was ich auch erlebt hatte schon vorher. Und dem war bisher auch so. Es sind so einige Phänomene, die meisten erleben beim Sungazing schon, dass man, wenn man einen sehr ruhigen Geist hat, dass man zum Beispiel sieht, dass so tanzende Ringe um die Sonne herum passieren. Und manche erleben es auch, dass die Sonne plötzlich die Farbe wechselt, dass sie blau oder vielleicht sogar richtig schwarz wird, wie eine Pupille. Und dass die Strahlen auch drumherum völlig verschwinden. Das kann gut sein, das ist ein sehr großes Erfolgszeichen. Das ist eine höhere Stufe, weil das passiert nur, wenn man den Geist noch mehr beruhigt hat. Auch dieses Atemaussetzen, auch dieses Herzöffnen, ne? Wenn man zum Beispiel der Sonne gegenüber nicht nur einfach nur reinschaut, sondern sogar das Herz öffnet und Liebe hinschickt zum Wesen Sonne, weil das ist kein brennender Gasball, das ist eine eigene Wesenheit, die man selber auch rausfinden wird. Dann bekommt man auch entsprechend was zurück. Und was man da erlebt, ist eben pure Herzöffnung. Und in der Kabbala wird man auch merken, dass zum Beispiel das physische Herz, das spirituelle Herz, für die Sonne steht. Das ist unsere innere Sonne, die wir haben. Und die aktivieren wir durch das Sungazing, durch das Sonnenyoga und öffnen das innere Herz. Das ist unser Mittel dazu. Und das sind entsprechende Emotionen, die jeder dann bestätigen kann, der es schon erlebt hat, von Freude, von Euphorie, von Liebe, von Ekstase, all solche Dinge, von Lebensfreude. Einfach nur, weil sie da sind, völlig ohne einen äußeren anderen Grund, außer dass es von innen heraus von selbst entsteht. Und was ich auch bestätigen kann, was Sun Yogi halt gemeint hat, der das Sun Yoga beibringt, dass halt die ersten Verflechtungen ums Herz herum, das sind halt vor allem Scham und Angst, dass die sich nach und nach auflösen. Und das kann ich bestätigen. Definitiv der Fall. Und das nicht nur bei mir, das merke ich bei anderen Leuten auch, die das schon länger praktizieren. Und es hat damit geendet, dass ich eines Morgens vom Sonnenaufgang meditiert habe, das war 8:30 Uhr, und einfach mal angefangen habe. Und ich wollte einfach intuitiv schauen, wann merke ich, ist es genug. Und ich weiß es ja jeden Tag nicht, wann das sein wird. Es kann nach 5 Minuten sein, was noch nie passiert ist, aber vielleicht nach 30 sein, kann auch viel länger sein. Und ich merke, wie ich immer höher reinschaue und dass es genauso einfach bleibt, dass während Dinge passieren in mir, zum Beispiel dass Zuckungen passieren im Körper, dass ich die genauso zulasse, wie ich es auch im Kunlun schon gelernt habe und auch in anderen Meditationsarten, die mit spontanen Bewegungen arbeiten, auch beim Tiangong-Institut und solchen Leuten. Das einfach zulasse, weil Blockaden sich dadurch lösen, das weiß ich schon von ganz alleine. Und plötzlich merke ich, fangen Zuckungen an und wenn sie vorbei sind, kann ich leichter reingucken als vorher. Also da muss ja was passiert sein. Genauso merke ich, dass plötzlich irgendwelche Mudras, also irgendwelche Handhaltungen, Fingerhaltungen von alleine passieren. Ich mache die nicht absichtlich, weil ich kenne mich damit überhaupt nicht aus. Und ich merke, wenn ich bestimmte Dinge mache, die von alleine geschehen, spontan, intuitiv, dass es auch wieder leichter wird. Auch dass ich irgendwelche Asanas, also irgendwelche Körperhaltungen wechsle, weil ich spüre, jetzt in dem wird es gerade anstrengend, also muss ich irgendwas ändern und dann ändert sich was spontan, intuitiv und plötzlich wird es wieder einfach. Das ist alles da passiert. Und dann merke ich plötzlich, okay, jetzt wird es langsam komisch, weil die Sonne ist sehr, sehr hoch. Es ist auf jeden Fall schon Mittagsminimum. An einem klaren Tag, keine Wolken, niente. Und das war irgendwie im Frühherbst. Also war schon noch ziemlich stark.
Und dann merke ich, wie die Sonne hinter dem Haus langsam verschwindet. Also ich muss dann erst aufstehen, um irgendwo anders hinzugehen und weiter zu meditieren. Und bin dann aufgestanden und habe gesehen, es ist 1:30. Das heißt also 5 Stunden vergangen mit direktem Blick in die Sonne. Also kombiniert Sun-Gazing und Sonnen-Yoga. Bei Sonnen-Yoga muss man nicht direkt hineinschauen, um die Energie aufzunehmen. Man kann es aber tun. Ich habe beides gleichzeitig gemacht, weil es mich nach dem Besten sich anfühlt. Und gehe dann in einen Nachbarsgarten und merke, wie es schwerer wird. Und vor allem deswegen habe ich gemerkt, weil ich habe das Gefühl gehabt, Nachbarn schauen jetzt genau mich an. Ich darf mich da zwar hinsetzen, das ist kein Problem, aber ich werde irgendwie beobachtet und es war mir unangenehm. Und plötzlich merke ich, wie es total schwer wird reinzugucken. Ich dachte mir, das ist auch komisch, weil gerade war es noch einfach, ich gehe nur kurz 5 Meter und dann wird es plötzlich schwierig. Habe ich erstmal gar nicht kapiert. Bis ich beobachtet habe, okay, wenn ich auf irgendwas dunkelblaues schaue, wirkt das grünlich. Komisch, dieses Nachleuchten. Und ich, okay, interessant. Und wenn ich auf Gelb schaue, wird das weißlich. Und da ich eine Ausbildung habe vom Professor Lüscher, von der Psychologik, der Farbpsychologie, und zwar der einzigen, von der ich meine, dass sie auch wirklich, ja, so glaube und nicht nur weiß, dass sie wirklich funktioniert, weil sie physiologisch und nicht subjektiv funktioniert, habe ich gemerkt, okay, was ich halt haben wollte, war mein Fehler. Es war ein Zuschauer dabei, ganz sicher, sonst hätte ich das nicht mitbekommen auf irgendeine Art und Weise. Und was passiert, ist immer okay. Und was passiert, braucht man jetzt aus, sonst würde es nicht passieren. Ich habe aber gesagt, okay, das will ich nicht. Diese Frequenz, was gerade passiert, will ich nicht. Und blau steht in dem Beispiel zum Beispiel für Zugehörigkeit, auch zu anderen Personen. Das ist blau. Da wollte ich meinen eigenen Willen durchsetzen. Ich will das nicht, was gerade passiert in Zugehörigkeit zu Personen. Ich will nicht, dass sie zuschauen. Und das ist grün. Dieser Wille, übertriebene Wille ist grün. Das heißt, dort, wo blau passiert wäre die Frequenz, habe ich grün gesehen. Wollte ich grün sehen. Deswegen war auch die Farbverschiebung nachher in dem Nachleuchten exakt dieselbe, was sehr spannend war. Das war die Frustration. Die Kompensation darauf, um das zu lösen, war einfach, ich gehe woanders hin. Das heißt Flucht. Und Flucht, also die innere Freiheit, die ich dann nicht gespürt habe, in der Freiheit ist gelb, die Farbe gelb, von der Frequenz her, die wollte ich noch mehr haben. Ich wollte mehr Freiheit haben, das ist nicht passiert. Und das ist halt weiß, noch höhere Freiheit als gelbes Weiß. Das weiß jeder, der halt die Ausbildung gemacht hat. Und das gibt auch totalen Sinn. Habe ich entsprechend dort halt weiß gesehen als Kompensation des Problems. Und dann habe ich selbst gemerkt, okay, ich habe jetzt Folgendes herausgefunden. Der Geist ist wie ein Prisma. Wenn du nicht denkst, ganz klaren, offenen Geist hast, liebevollen Geist hast, lässt du die Frequenzen von Sonne 1:1 durch, dann machen sie auch keinen Schaden. Wenn du aber das irgendwie anders haben willst, als es gerade passiert, dann lässt du das Prisma an und dann werden die Lichter entsprechend gebrochen. Dinge werden ausgeblendet oder generalisiert oder verzerrt. Und das ist mir halt passiert. Und plötzlich konnte ich nicht mehr reingucken, weil die Sonne war sehr stark natürlich, weil das war irgendwie Viertel vor 2 mittags. Und da muss man schon sehr klaren Geist haben, das reinzulassen. Jede kleine Veränderung davon macht da wesentlich mehr Schaden als morgens irgendwie beim Sonnenaufgang. Da ist das nicht so dramatisch, da merkt man das wahrscheinlich nicht mal. Wusste ich, okay, jetzt kann ich aufhören, weil ich habe erstmal nicht gewusst, woran es liegt. Ich habe aber auch gemerkt, davor nämlich, dass eigenartige Dinge passieren. Dass ich gemerkt habe, die Sonne scheint quasi in mich hinein. Und ich habe auch das Gefühl gehabt, irgendwas würde mich gerade anschauen. Also das ist nicht einfach nur Licht, was da passiert, sondern irgendwas blickt gerade zu mir. Und es scheint in mich hinein. Ich habe es zugelassen, einfach mich dann zur Seite genommen, reinscheinen lassen, mal machen lassen. Habe da einen Schmerz im unteren Rücken gespürt. Und ich kenne es von Vipassana, dass man halt einfach seine Aufmerksamkeit auf den Schmerz legt. Und ich habe beides gemacht. Ich habe die Sonne in der Aufmerksamkeit gehabt und den Schmerz gleichzeitig. Und plötzlich merke ich, wie es innerhalb von 3-4 Sekunden war der Schmerz plötzlich weg. Und ich so, ich kenne das vom Vipassana. Ich hätte bestimmt eine Woche dran gesessen, den zu beseitigen. Hätte auch funktioniert. Aber das hätte ganz schön lange gedauert. Und hier von ein paar Sekunden plötzlich, wie irre ist das denn? Ne? Ganz verrückt. Heute weiß ich, wie das funktioniert. Ob du das innere Licht anwendest, um irgendwelche Blockaden zu löschen, also Negativitäten, Schatten in dir zu löschen. Oder ob du das äußere Licht, die Sonne anwendest, ist völlig unbedeutend, weil das dasselbe Licht ist. Nur welches größer ist im Augenblick zumindest, mir zumindest klar, das ist die Sonne. Trotzdem mache ich noch beide Praktiken, weil es definitiv was bringt. Das wäre halt eine spannende Information für den einen oder anderen, mit sich zu experimentieren dabei, aber immer schön vorsichtig. Denn wenn man es falsch macht, bekommt man eben genau die Frequenzen abgeblockt und die abgeblockten Frequenzen sieht man nachher im Nachleuchten. Und dann hat eben durch das Nachleuchten beobachten, was jetzt hier extrem wichtig ist, also immer die Hände vor die Augen halten und dieses Nachleuchten beobachten, bis es verschwunden ist. Das ist ganz wichtig, um die Energien trotzdem nochmal aufzunehmen, weil das sind ja genau die fehlen im Inneren. Und die Blockaden nach und nach zu löschen, dass man alle Frequenzen, wie sie harmonisch sind, in der Farbe Weiß der Sonne, auch alle ankommen und nicht, wie man sie gerne hätte, sondern wie sie von Natur aus sind. Dann gibt es auch kein Problem. Und Blockaden sind immer nur ein unausgeglichenes Gleichgewicht zwischen den Elementen. Ja, es sind noch einige Dinge mehr passiert. Das heißt momentan, ob das die meisten dies glauben oder nicht, ich konnte das früher auch nicht glauben, ich praktiziere meistens Mittagssonne, weil ich merke, dass wesentlich mehr passiert. Also die UV-Strahlen nenne ich momentan Liebesstrahlen.
weil UV-Licht ist pure Liebe, die da passiert. Die Frage ist nur, wie viel kannst du reinlassen? Wenn du dich mit Negativitäten identifizierst, dann wirst du damit wie ein Kapitän im Schiff untergehen. Völlig klar, dann wirst du Schmerzen haben und so weiter und dann wirst du auch ein Problem bekommen. Wenn du das einfach einen klaren Geist lässt und machen lässt, passiert dann überhaupt nichts, sondern eben nur Reinigung und Balancierung und Harmonisierung. Was du auch dann in deinem Leben spüren wirst, dass du halt einen friedvollen Geist bekommst, gute Emotionen und einen gesunden Körper. Das kann ich nur jedem empfehlen, das mal auszuprobieren. Und wer mehr wissen will, wer nicht mehr wissen will, man muss es ja nicht tun. Ne? Nicht notwendig. Was auch passieren kann beim Nachleuchten, ist, wenn man einen sehr klaren Geist hat, dass man geometrische Formen wahrnimmt. Dreiecke oder auch Vierecke oder auch längliche Dinge und Kreise. Und die sind dann nicht irgendwie vage, sondern sehr, sehr scharf umrissen, können auch mit Farben verbunden sein. Das ist alles eine gute Aussage, denn die Formen stehen für bestimmte Elemente, die gerade in deinem Körper ausgeglichen werden. Und mit einem sehr klaren Geist kann man das sogar wahrnehmen, welches es im Augenblick ist. Da würde ich gar nicht unbedingt dazwischen funken, sondern einfach mal machen lassen. Weil die Sonne weiß genau, wo der größte Schatten in dir ist. Falls du dennoch irgendetwas Bestimmtes in deinem Leben gezielt beleuchten willst, damit die Schatten dort vergehen, wie Denken, Fühlen oder auch körperliche Gebrechen, was du dann testen kannst, was ich gerade auch dabei bin noch zu testen, was sich bisher aber zeigt, dass das eine ganz gute Idee ist, dass du beides in die Aufmerksamkeit bringst. Das heißt, wenn du irgendwo Knieschmerzen hast, dann spürst du den Knieschmerz beim in die Sonne schauen. Genauso, wenn du irgendwelche Dinge hast, die dich emotional noch irgendwo aufwühlen, Traurigkeit, Wut etc., wo du dich gefesselt fühlst, irgendwo gebunden fühlst daran und da auch genauso Klarheit, Freiheit und gute Gefühle haben möchtest, dann einfach dem dir bewusst sein beim in die Sonne schauen. Es wird dir dann passieren, dass du merkst, dass es plötzlich da etwas schwieriger wird, dass die Sonne wieder greller wird, natürlich, weil du quasi Wolken davor, Schatten vor die Sonne dich bewegen lässt. Und das wird dazu führen, dass natürlich diese Schatten zusammenbrechen und das spürst du ganz live. Das heißt, es wird vielleicht im Augenblick schwieriger natürlich, die Sonne zu schauen, als wenn du einen klaren Geist hättest. Das heißt, das würde ich erstmal langsam antesten und nicht übertreiben. Das wäre aber eine Möglichkeit, gezielt daran zu arbeiten. Prinzipiell würde ich aber eher mal machen lassen, die Sonne, was sie gerade machen will und sich der Sonne quasi in die Hände geben. Da kommen wir nämlich alle her, das ist der Ursprung des Lebens. Da kann man schon vertrauen, dass das so harmonisch gemeint ist, wie wir da leben sollen, was dann in uns passiert. Das wirst du auch nach und nach merken, dass sich von alleine Dinge lösen, in die du gar nicht gearbeitet hast, vielleicht konkret. Das wäre ein Aspekt. Wer weiter will als beim Sungazing, was da proklamiert wird, und ich muss bisher sagen von der Erfahrung her, dass Sungazing bei den meisten nicht reicht, um zur Lichtnahrung zu kommen. Es gibt da auch ein paar Ausnahmen natürlich, aber das ist leider erst Ausnahmen, das sind jetzt nicht die Masse. Und das heißt aber nicht, dass man deswegen aufgeben muss, sondern man hat schon sehr viele gute Effekte, wie einen klareren Geist und auch mehr Freude und mehr Gesundheit und so. Das kommt beim Sungazing definitiv der Fall. Auch, dass man weniger essen muss, das ist auch so. Und auch teilweise weniger schlafen. Und ich habe herausgefunden, auch mit dem Sanyogi mich ein bisschen besprochen, das Ganze, dass das zusammenhängt. Das weniger Essen, weniger Schlafen und weniger Frieren, das ist ein Ding. Du wirst alles gleichzeitig merken, wenn du an dir arbeitest. Und das weniger Essen, meiner Erfahrung nach, geht zuerst weg. Im Augenblick ist es bei mir so, dass ich so um die 10-20%, manchmal in Ausnahmen, wenn halt viel Arbeit ist und viel weltliche Dinge zu klären sind, dass es auch bis zu 30% geht von der Menge, die ich esse, wie vor 2 Jahren noch. Und ich nehme nicht im Mindesten ab, sondern fühle mich auch wesentlich wohler und schlafe auch nach und nach, merke ich schon weniger. Und teilweise auch mit klareren und deutlicheren und weniger unterbrochenen Träumen, was dann auch so ein Effekt dabei ist. Und Träume passieren weniger als vorher. Und wenn, haben sie noch kommt mir sofort deutlichere Aussage und Grund, warum sie passieren. Da bin ich gerade selbst dabei, noch danach zu forschen, woher das kommt. Was interessant wäre für die, die weitermachen wollen, ist, dass das Lichtnahrung ist ein absoluter Nebeneffekt von dem Ganzen, was man da tut. Was eigentlich passiert, ist Folgendes, ist, dass du die Schatten im Denken beseitigst, weil das sind als Energieverbraucher und die gehen nach und nach weg. Genauso wie du sagst, die Schatten im Fühlen, also alles an negativen Emotionen, werden beseitigt. Nach und nach. Auch die kosten sehr viel Kraft. Und genauso dann auch körperliche Gebrechen werden beseitigt. Also was zuerst passiert, ist eben, das alles zu harmonisieren, Körper, Geist und Seele, Emotion, wie es eigentlich ursprünglich sein soll. Und danach fängst du noch mehr und mehr auf, Energie wirklich zu tanken und noch anzureichern, zu speichern, die nicht unbedingt nur fürs Existieren gebraucht wird und für das vollvolle Leben gebraucht wird und für die Gesundheit. Und dann fangen so langsam die spinnerten Sachen an, wie zum Beispiel, dass man anfängt, wesentlich intuitiver und hellsichtiger zu werden. Genauso wie, dass du halt weniger oder gar nicht mehr essen musst und so weiter. Dann können so Kleinigkeiten passieren, hier und da, dass zum Beispiel du Leuten zuhörst, deren Sprache du gar nicht verstehst, aber du weißt genau, wovon die gerade reden. Vielleicht ist nicht
im Detail, aber du weißt, was das Thema ist, bekommst auch schon so ein paar Bilder und Emotionen und weißt, was das generell, worum es eigentlich gerade geht, obwohl du das gar nicht wissen kannst. Solche Dinge passieren dann gerne. Oder halt du mehr Vorausahnungen hast, intuitive Impulse, was zu tun ist und du wirst merken, dass du auch wesentlich weniger gebremst bist, irgendetwas zu tun, wo du spürst, dass es gerade richtig für dich ist oder für die Sache, um das zu harmonisieren. Das wird wesentlich mehr werden und dass es auch auf andere ausstrahlt, wirst du merken. Eine Freundin meinte mal zu mir, ich habe so viele Fragen, weil ich war so viel verwirrt, was ich eigentlich in meinem Leben alles hier und da lösen muss. Und dann bist du da zum Beispiel und ich habe alles weg. So, mein Kopf ist irgendwie plötzlich einfach klar. Meinte ich, ja, aber das ist auch das Ziel gewesen, oder? Meinte sie, ja, natürlich. Aber sie dachte, dass sie halt erst durch die Antworten auf irgendwelche Fragen, die man etwa Probleme lösen muss, zur Klarheit kommt. Das geht natürlich auch, aber warum nicht gleich bei der Klarheit beginnen? Und das geht. Und alle Praktiken, die gut sind, meiner Erfahrung nach, in zu bestimmten Richtungen gehen, nämlich zur Selbsterkenntnis, arbeiten damit zuerst, dass du eine Geistesklarheit bekommst. Was übrigens dasselbe ist, wie einen reinen Geist zu bekommen. Einen reinen Geist zu bekommen ist dasselbe wie einen heiligen Geist zu bekommen. Und da kommt der Heilige Geist her im Christentum. Und wie Jesus gesagt hat, der Heilige Geist gibt dir alles. Und das sehe ich mittlerweile auch so. Weil mehr und mehr entdeckst du halt und durchblickst die Dinge mit einem klaren Verstand und einem klaren Geist, wie alles zusammenhängt. Und wenn du es erst verstanden hast, dann kannst du damit umgehen. Ohne es zu verstehen, wird das nicht funktionieren. Das ist aber erst der Anfang. Danach passiert noch wesentlich mehr. Also wenn das Gehirn quasi mehr Energie hat und der Körper mehr Energie hat, als er eigentlich braucht und die Organe mehr Energie haben, als sie eigentlich brauchen, dann passieren so das, was die meisten dann unbedingt hinterher sind, wie irgendwelche Cities und irgendwelche übersinnlichen Fähigkeiten, die nicht wirklich übersinnlich sind, sondern die sich von alleine auftun bei jedem, der genug Energie hat. Wo er sie her hat, ist erstmal völlig egal. Ich arbeite damit, Energieverbraucher abzustellen und dann merkt man sowieso, dass man mehr als genug hat. Es gab mal die Mutter genannt vom Ashram, Sri Aurobindo Ashram, die wurde mal gefragt von einer Schülerin, warum sie so viel Energie hat und so wahnsinnig viel organisieren und planen kann, trotzdem nur dauernd fit ist. Und sie meinte halt einfach, hör auf, Energie zu verbrauchen. Und das machen wir mit negativem Denken, negativem Fühlen und alles Mögliche wird wahnsinnig viel verbraucht. Einfach aufhören damit, dann hast du mehr als genug. Und durch solche Methoden wie Sun Gazing, Sonnen-Yoga wird das noch wesentlich gefördert und nochmal eins oben drauf gesetzt. Und ein Nebeneffekt von dem Ganzen ist, dass du weniger Schlaf brauchst. Und wenn du dann noch und weniger Nahrung brauchst oder gar nicht mehr. Wenn man dann so weit gehen möchte, was man aber nie muss, wie das Sun Yoga gemacht hat, geht es dann wirklich so weit, dass du nicht mehr schlafen musst, sogar nicht mehr trinken musst und auch nicht mehr frierst. Das beim Himalaya, was er getestet hat, bei sich mit 2 dünnen Tüchern am minus 45 Grad und barfuß, auch dann nicht zu frieren, weil du über den Elementen nämlich nachher stehst und davon nicht mehr dirigiert bist. Vorher bist du noch den Elementen untergeordnet, das heißt, sie können dich beeinflussen. Danach sieht es genau andersrum aus. Und er meinte auch, da kann jeder hin, er ist ein ganz normaler Mensch, er hat das nur an dich getestet, bis es auch wirklich funktioniert, weil er ist zum Glück auch ein Wissenschaftler, auch Diplom-Ingenieur. Das ist ein guter Vorteil für jemand, der spirituell arbeitet, dass er halt von beiden Seiten kommt und nicht einfach nur rumspinnt, was viele gerne machen. Und es auch nachweisen kann. Er macht es weniger heutzutage, weil er hat gemerkt, dass nachdem er 12 Jahre lang nicht gegessen, nicht getrunken, nicht geschlafen hat, hat er wieder angefangen zu essen, weil er hat gemerkt, Leute verstehen das falsch. Die glauben, dass Son-Yoga eine Art Diät wäre oder dass das Ziel von Son-Yoga wirklich aufhören zu essen ist. Das stimmt überhaupt nicht. Es geht um Erleuchtung, um Selbsterkenntnis, das ist genau das Gleiche. Und also alles andere sind Nebeneffekte. Und wenn man sich darauf ausrichtet, dann sind das immer nur Sackgassen fürs Leben. Das hat er auch so erkannt und auch so getan. Ich weiß persönlich, dass er das nicht mehr braucht, essen, aber er tut es halt trotzdem, um halt zu zeigen, jeder normale Mensch kann das tun. Auch wenn man noch essen will, kann man trotzdem so ein Yoga praktizieren und erleuchtet werden. Oder einfach nur gesund werden. Man muss das nicht unbedingt tun und Essen sein lassen. Das ist nicht notwendig. Man kann aber. Bringt auch dann entsprechend mehr Freiheiten für den, der das will. Und er hat auch beim letzten Seminar, was er normalerweise nie tut, aber nur nebenbei so Dinge gezeigt, was möglich ist, weil es ist nur eine Stufe, dass der Atem aussetzt. Die nächste höhere Stufe wäre, dass der Puls aussetzt. Und er meinte, das ist ein ganz normaler Zustand. Wenn der Geist extrem ruhig ist, dann wird auch der Puls aufhören. Trotzdem wirst du nicht dabei sterben. Das hat damit nämlich nichts zu tun. Das ist eine Form von Sterben, aber halt eben ein Teil von deinem Ego stirbt. Und er hat das dann vorgeführt, aber nur sehr kurz. Und rechts saß eine Krankenschwester, die zufällig teilgenommen hat an dem Kurs. Und links saß so ein IT-Software-Ingenieur, der für Flugfirmen arbeitet. Und haben beide von beiden Händen den Puls getastet. Und hat ihn mal eben aussetzen lassen, zweimal für 30 Sekunden. Das heißt, es sind so um die 30 Schläge, zweimal 30 Schläge, die einfach nicht passieren. Und das ist normalerweise so einfach nicht drin für jemanden. Und er meinte, ja, das reicht, nur um zu demonstrieren, dass man in diesen Zustand auch willentlich wieder kommen kann. Und das ist Präerleuchtung quasi.
Und das Ziel ist es auch, sich maximal darin zu halten. Denn er sagt auch, natürlich werden hier und da Leute erleben, dass sie vielleicht mal einen Tag keinen Hunger haben oder einen Tag weniger schlafen oder dass auch wilde Tiere, das auch eine höhere Stufe, plötzlich keine Angst mehr haben, wie bei einem Freund es passiert ist, dass ein wilder Vogel auf den Finger geflogen kommt und da sitzen bleibt und sogar fotografieren lässt und da einfach bleibt. Das kann man sogar bei Sungazing.de sich angucken, ne? Und den Anwender berichten. Genauso bei mir, eine wilde Spitzmaus in meinem Garten, die sich streicheln lässt. Habe ich auch ein Video dazu gemacht, was mir auch komisch vorkam. Wie kann das sein, dass mich eine wilde Spitzmaus nicht abhaut von mir? Bei einer anderen Freundin war das, es kam Reh nebenan, hätte sie auch auf Streichelentfernung fast. Ja, und auch mit Sungazing gemacht. Und solche Dinge passieren dann hier und da. Er sagt, ja, das ist normal. Nur das Ziel ist, dass es nicht nur ganz kurz passiert für eine Weile, sondern dass man da auf der Stufe bleibt, möglichst, und halt willentlich weiß, wie man da wieder hinkommt. Und das wird nach und nach einfach trainiert und noch höhere Stufen darüber hinaus. Und was da für alle Effekte passieren und was da alle für Möglichkeiten plötzlich da sind, finde ich, er ist eigentlich der lebende Beweis dafür. Und das werden wir alle auch so ein Beweis dafür sein, wenn wir das wirklich wollen. Ich meine, das ist völlig normal und es sind sehr viele mittlerweile nicht außer ihm, die auch da schon angekommen sind. Die meisten sind halt nur nicht so wie er, die das dann durch die Welt reisen und das lehren, sondern die genießen das dann für sich und wollen damit gar nicht so sehr auffallen. Weil diejenigen, die schon Lichtnahrung machen, wissen, das kann ganz schön Stress geben von Leuten, die immer so zweifeln und immer alles kaputt machen müssen und so weiter. Das ist ja auch soweit in Ordnung, wenn man dem nicht allzu viel nachgibt. Aber den Wind um sich herum kann man sich auch sparen, wenn die halt meistens tun, die einfach schweigen um das, was sie da erreicht haben. Wer es nicht schweigt aus Begeisterung, wird merken, was er davon hat. Das unter Gleichgesinnten ist das toll, aber unter Leuten, die halt in einem normalen Leben leben, ist das völlig verrückt und die werden auch versuchen, die wieder zurückzuholen ins normale Leben. Mag gelingen, muss es nicht, liegt an dir. Ja. Ich denke, das ist spannend genug für euch jetzt gewesen, der Erfahrungsbericht. Ich praktiziere persönlich meistens mittags in der Sonne zwischen 15 und 30 Minuten, teilweise auch länger, je nachdem, wie es auch dann gerade passt. Also die Freiheiten habe ich, da bin ich ganz froh. Ich kann dann praktizieren, wenn die Sonne scheint und nicht, weil meine Uhr das hergibt und wenn die Sonne aufgeht. Das ist der Sonnen-Yoga-Vorteil. Und auch Methoden, wie du Sonne antanken kannst, ohne direkt reingucken zu müssen, für die Angst um ihre Retina haben. Man kann auch Energie anderweitig tanken, es ist vollkommen unnötig reingucken zu müssen. Ich mache es trotzdem noch gerne. Meine Augen sind völlig in Ordnung. Immer noch. Das werde ich auch demnächst wieder testen lassen bei einem befreundeten Augenarzt, um das ein bisschen zu dokumentieren. Weil sonst wird es auch alles zu spinnert, wenn man das einfach nur blind glaubt. Das würde ich auch jedem empfehlen, wenn irgendwas da komisch ist, das immer zu prüfen und immer ein bisschen neugierig und vorsichtig zu bleiben. Denn man hat nur 2 von den Augen und wenn sie weg sind, sind sie weg. Deswegen sollte man auch nicht Sonnenyoga praktizieren, ohne eine Anleitung von jemandem, der es schon ausführlich kann. Es muss nicht der Yogi selbst sein, es kann irgendein Praktizierender sein, der das schon länger macht. Aber nicht einfach mal drauf los und dann gibt es Probleme und dann wird hier keine Haftung übernommen, wenn einer herumspinnen muss, weil er irgendwie einen Leidensdruck ihn dazu führt oder seine Neugier irgendwie, dass man ganz schnell irgendwie mit Cities irgendwie angeben kann. Das geht immer nach hinten los, denn darum geht es nämlich nie um Selbstdarstellung, sondern genau darum geht es, das Ego loszuwerden. Ich hoffe, es hat was gebracht. Gerne Kommentare und wenn wieder noch mehr zusammenzufassen ist, gibt es ja einen neuen Bericht von mir. Und ich würde mich freuen, wenn ich nicht der Einzige bin, der was dazu sagt, weil es gibt so viele, die praktizieren mittlerweile tolle Erlebnisse haben, aber das noch nicht wirklich so gut verkünden aus verschiedenen Gründen. Es wäre schön, wenn das mehr werden, dass das auch klar wird, dass das hier nichts Gefährliches ist, wenn man es richtig praktiziert. Nach Anleitung oder wenn es halt so weit ist, nach dem eigenen Gefühl und völlig selbstverantwortlich. Viel Spaß damit. Vielleicht bis bald wieder.